Du hörst nur einfach viel öfter Leute über Spinnen schreien, als über irgendwelche Raufasertapete, weil ihnen das Muster nicht zusagt. Sie merken noch, wie sie heißen und wie alt sie sind, und die restlichen Fragen, was sie noch beantworten sollten, vergessen sie schon, weil sie so sehr darauf sich fokussiert haben, nicht bei deren Namen und bei deren Alter verzukacken. Yoga klingt immer so nach, Frauensport, voll einfach. Das ist nicht ohne. Du hast jetzt auch so viel Politik eigentlich zurzeit in dir. Man könnte sagen, du hast eine Ampelphobie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blickwinkel Chaos. Mein Name ist Norbert Marton und ich sitze hier heute mit Christina Snigur. Hallo. Und mit Corbinian Duda. Hi. Hallo, grüß euch. So, ich habe gerade gesagt vor der Aufnahme, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich wieder richtig viel lesen muss, Alter. Ich suche immer Themen raus, wo ich mir richtig ins Bein schieße. Fangen wir gleich an, Warum oder? Machst du sowas auch? Ja, weiß ich nicht. Es ist richtig meine Schuld, Alter, dass ich irgendwie geile Themen hier suche. Ich kann nichts dafür, dass man dazu was lesen muss. So läuft es im Audioformat. Naja, fangen wir gleich an. Frage des Tages. Wovor hast du am meisten Angst im Leben? Das ist ganz einfach. Es gibt 2 Sachen bei mir. Zu sterben und alt zu werden. Oh. Also, ich muss dich enttäuschen, Christina. Ich werde alt, ich weiß. Beide Sachen könnten potenziell zutreffen. Ja, das sind die schlimmsten Sachen in meinem Leben, glaube ich. Mhm. Fühl ich. Spannend, dass du das Sterben sagst. Kommen wir noch dazu. Okay. Okay. Corbinian? Ja, ich überlege gerade. Dann Das ist überleg. so einfach. Das sind. Ich hab was mir sofort ist, aber es ist halt so, das ist nicht so. Ist das meine größte Angst? Wahrscheinlich nicht. Ja, hau Aber raus. es war unfähige Politiker. Oh, mein Lieber, langsam mache ich mir Sorgen um dich. Also in den letzten paar Folgen, also seit Folge 54 eigentlich, ist Thema Politik bei dir immer aktueller und brennt immer mehr unter die Nägel, oder? Übrigens, habt ihr gewusst, ihr könnt euch mit einem Karton schneiden unter dem Nagel? Das habe ich gestern herausgefunden. Meinst du bist so mit dem Nagel lang und dann hat die Unterseite vom Karton in dein Nagelbett geschnitten? Ja. Ja, das kenne ich. Es ist so schlimm. Es hat so geblutet. Wie Sau. Du darfst ruhig Scheiße auch sagen. Wir sind Ü18 Podcast. Ja, deswegen habe ich ein Pflaster. Ja, Papercut ist schon ganz Deshalb habe ich nur noch Messer und sowas zum Weißt Öffnen du, das von hatte ich sowas. eigentlich auch immer bei meinem Schlüssel, aber einmal ist der Messer so aus diesem Gehäuse raus, einfach ohne zu drücken. Ich habe mich selbst fast mit einem Messer verletzt, deswegen seitdem trage ich kein Messer bei der Mädchen. Schere. Du bist ganz gefährlich. Ja. Moment, warum hast du an deinem Schlüsselbund ein Messer? Es muss, weil ich als OP-Schwester viele Sachen aufmachen muss. Ansonsten passiert sowas mit dem Finger. Gefährliche Zeiten leben Aber wir. du kannst doch, hast du nicht einfach klassisch die Verbandsschere einfach in der Kitteltasche? Ja, schon, reicht doch. aber die reichen Die ist nicht wenigstens manchmal. so, dass du dich nicht dran mit erstechen kannst, weil die abgerundet ist Weißt du, vorne. das Schlimmste ist, weil wenn du die Schere so aufmachen willst, um es zu schneiden, dann drehen sich 180 Grad drum. Dann schneidest du dich selbst mit der Schere. Das ist echt schlimm, weil wir haben diese richtig breite, so ungefähr so Schere. Und die sind auch schwer, die ziehen Ja, dein richtig. Kittel runter. Ja, und die ziehen auch deine Finger runter. Das ist echt schlimm. Katastrophe. Ja. Würdest du dann sagen, du hast auch Angst, um dich zu schneiden? Ja. Hm. Meine größte Ängste sind die 2, was ich gesagt habe. Fun Fact: Wisst ihr, wieso so Paper Cuts, so, wie sagt man das, Papier? Schnitte? Ich weiß nicht, wie man das Ja, so ein Mini an sich Messer. schon. Ah, okay. Mini Wisst ihr, wieso das so sehr weh tut? So ein kleiner Schnitt an die Haut und das schmerzt brutal. Also wie jemand Wie Holzsplitter. ja, gefühlt. Es tut deshalb so sehr weh, weil es kein Blut rauskommt und die Luft direkt quasi deine verletzte Haut berührt, ohne dass es quasi gleich gespült wird durch dein Blut. Und deshalb tut es extra. Also immer tief schneiden, sagst du. Ja, oder zumindest halt so tief, dass es blutet. Das sag ich ja. Oh. Okay.
Ja. Und mit dem Fluss, ne? Nicht über die Straße. Oh Gott. Wieso verstehe ich das? Nicht gut. Nein. Nein. Einfach Es ist nein. aber schön, dass du es verstanden hast. Christina, du wahrscheinlich hoffentlich nicht. Über die Straße oder mit dem Fluss? Ach so. Haram. Dann Haram. ist nur für Aufmerksamkeit das andere, wenn du es ernst meinst. Okay, wir gehen gerade auf Gewässer, wo ich gar nicht hin wollte. Sorry. Suizid ist kein Thema heute. Danke. Also meine größte Angst. Wir waren noch, glaube ich, da. Rollstuhlfahrer zu werden. Also im Rollstuhl zu landen, ist meine größte Angst. Ja. Keine Verstehe. Berge, kein Motorrad. Der Kleine steht nicht mehr auf. Oder steht auf, Es kommt aber ja ich darauf spür an, nichts. warum du im Rollstuhl sitzt, Norbert. Naja, meistens hat es was mit Querschnitt. Mhm. Und Du kannst auch nur amputiert werden. auch schlimm. Oh, okay. Ich habe es in meiner Teenagerzeit herausgefunden, dass es spezielle so Pornokategorie gibt für amputierte Menschen. Das hat mich so tiefst verstört. Boah, Was? das war so ganz schlimm. Ja, ich weiß nicht, das ist mir gerade eingefallen. Eklig. Gut. Ich habe mehrere Fragen als Themen. Ich spare mir jetzt die Nachfragen auf das, was du gerade gesagt hast. Ob es mir Das gefallen Thema nicht hat? vertiefen. Nein, weil jetzt gerade ist die Kategorie für Leute im Rollstuhl oder sind die Darsteller Leute im Rollstuhl? Ich weiß nicht. Also ich habe aus Versehen mal so ein Video als Teenager angeklickt. Und wo ich das gesehen habe, wurde ich extremst verstört. Und dann kennst du diese Reflex Alt F4 drücken. Das war's. Ich wurde zutiefst verstört danach. Wie gesagt, deshalb Naja. kann ja jeder für sich selber nachschauen, wenn er Interesse hat. Na, am besten nicht. Also ich weiß nicht. Wer weiß. Ja, jeder selbstverantwortlich. Ja. So, paar allgemeine Infos, bevor wir ins Thema einsteigen. Spotify bekommt eine neue Managementseite. Wir hosten ja unser Podcast über Spotify direkt. Und jetzt heißt es nicht mehr Spotify for Podcasters, sondern es heißt nur Spotify for Creators. Alter. Die haben sich umbenannt, weil Videopodcasts jetzt der Shit sind. Und man kann jetzt ja auf Podcast-Folgen Kommentare hinterlassen. Übrigens dürft ihr auch gerne das machen. Und das war's. Aber wir haben erweiterte Analysen und Statistiken. Also da kommt noch mehr in Richtung Gruppe. Ach, war das, wo das mit dem Planeten herkam? Ja, Fun Fact. Spotify hat so diese ganze Statistiken, wie viele Leute in welcher Altersgruppe, männlich, weiblich, von welchen Regionen uns zuhören. Und da ist mir aufgefallen, dass es so Kategorie Erde gibt und dann darunter Länder und dann darunter Bundesländer. Und ich dachte mir, was ist, wenn ich jetzt auf Kategorie Erde klicke? So, was kommt dann? Und es ist wirklich so, vielleicht blende ich ein Bild ein. Es ist wirklich so, dann kommt einfach Planet Erde, dann Venus, dann Uranus und so wird komplett aufgelistet mit 0% Höhe. Also, Elon Musk hat schon wahrscheinlich sich vorbereitet, so auf Mars, so 5% Hörerschaft oder so. Ah, die meinen, sie haben für die Zukunft schon geplant. Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht, wer auf dem Uranus Podcast hören kann. Aber, naja. So, zweites Thema. Oder eigentlich eine Frage. Thema Freizeitparks. Trotzt ihr davor oder nein? Habt ihr Angst so vor Fahrgeschäften? Nicht in dem Sinne des Nein. wow, das ist krass und Freizeitfall und wow, Nein. 300 km/h, sondern dass da kann so irgendwas schief gehen und kaputt gehen und fliegst du raus, fliegst du weg, was weiß ich. Wir waren Nein. tatsächlich mit meiner Familie mal das erste Mal bei Europapark in Deutschland. Und das gab schon krasse so Rollercoaster. Und da habe ich mich halt einfach reingesetzt und habe mir gedacht, ach, na, ich werde bestimmt jetzt sterben. Wenn es was schief geht, dann zumindest habe ich das erlebt.
Also Das war immer meine Gedanken, wo ich mich so reingesetzt habe. Aber jedes Mal hatte ich Schiss, weil irgendwie die Gurte sind vielleicht nicht fest oder ist der Stuhl kaputt oder wird was schief laufen und ich werde da sterben. Aber es hat sich immer so gut angefühlt, wie wenn ich schon wieder auf dem Boden war nach dieser Runde und hatte ich so als Erinnerung im Kopf, oh, hab's überlebt, hatte Spaß, zwar zu viel Angst, aber trotzdem war schön. nicht schlecht. Also ich habe früher immer alles gemacht, ohne nachzudenken. Und mittlerweile habe ich richtig so Respekt vor den Dingen. Wir sind alt geworden. Ja, wahrscheinlich. Und ich habe zu viele so indische Videos gesehen, wo Leute rausgeflogen sind und sowas. Und keine Ahnung, wenn du es nicht eindeutig siehst vor einem Fahrgeschäft, ob es von TÜV Süd oder TÜV Nord geprüft wurde, da habe ich immer so ein bisschen, scheiße, vielleicht könnte das von TÜV Nord geprüft worden sein und dann ist es ganz gefährlich. Corbin, wir waren gestern beim Gladiator 2, bestimmt kennst du den Film, bei Kino. Oder immer meistens kommt so eine Werbung über, sag mal das Propaganda? Schon. Das, Was? Starke Worte hier in Deutschland. Kino? Propaganda im Kino. Auf jeden Fall, hört's mal weiter zu. Da kommt immer so ein Video, wo auf Facebook wird ein Video gepostet und da steht ja, ob du bereit bist, das Video anzuschauen, weil irgendwie ist immer so verblendet. Bei Instagram mittlerweile gibt es auch so krasse Bilder und so. Und da auf dieser Werbung steht quasi mehrere Menschen und wenn sie das anschauen, dann fängt neben denen was zu brennen. Und da schließlich eine Frau, die quasi löscht es, weil sie will das nicht sehen. Oh, jetzt habe ich komplett meine Gedanken. So. Naja, worüber du sprichst, das ist eine Initiative gegen Hass im Netz vom Deutschen Rundfunk oder so, weiß ich nicht. Und im Prinzip geht es darum, dass eine Ü40 Mutti sieht irgendein Video mit so richtige catchy Titel, so, oh mein Gott, das hast du noch nicht gesehen, so, es ist nicht ihr Ernst oder so. Und dann will sie auf Teilen klicken und auf einmal so ein Molotow-Cocktail in ihre Jackentasche fängt an zu brennen. Und dann kommen halt andere Szenen, wie sie auch diesen Post anschauen und alle fangen an zu brennen. Und am Ende des Tages brennt die halbe Stadt. Und dann kommt die kleine Teenager-Tochter von der Mutti und sagt irgendwie sowas, ja, musst du das wirklich teilen? So Fragezeichen. Und dann sagt sie gar nichts und klickt auf Löschen und dann plötzlich, das Feuer ist weg. Ja. Ich finde diese Werbekampagne richtig, richtig geil, weil am Ende des Tages ist es wirklich so, all dieser Hass und all dieser Shitstorm, was da so im Netz abgeht, könnte man eigentlich mit... Ja, was haben wir davor gesprochen? Wieso habe ich das überhaupt angesprochen? Weil wir im Kino waren und Gladiator 2 Ja, und Nee, einfach mal bei Fahrgeschäften und irgendwie sich Gedanken machen, dachte ich. ja, TÜV Süd, TÜV Nord, weiß ich nicht. Genau. Jetzt habe ich es vergessen, echt total. Nicht so schlimm, Weil ich aber war echt gespannt, was jetzt die Pointe war. Thema Ü40 Muttis. Vielleicht fällt es mir ein. Ja, vielleicht wollte Christian ja noch auf Thema Porno anknüpfen oder so. Na, ich Nee. glaube, das hat irgendwie so. Ach, Ist egal. Wenn es dir einfällt, droppst du es einfach. Aber, Corvinian, du hast ja all die Fragen wegen Freizeitparks verneint. Bleibst Ganz du dabei? einfach, weil ich ja jetzt dieses Jahr ist ja noch gar nicht so lange her im Freizeitpark ja erst wieder war. Und diese Gedanken, die du gerade aufgezählt hast, habe ich nicht eine Sekunde, als ich da war, sind die in meinem Kopf gekommen. Ich habe aber nur gedacht, wie gesagt, ich hätte auf diesem Freefall Tower, ich hätte den ganzen Tag da sitzen können. Weil einfach rauf, runter, rauf, runter. Ist schon geil. Geil. Schon geil. Da war ich mir null Gedanken. Und vor allem, ich bewerte es sogar eher so noch mit, guck mal, das ist ein älteres Fahrgeschäft, da sind die Bügel noch nicht so fest wie jetzt bei den neueren Fahrgeschäften. Da merkst du quasi den Unterschied, aber das ist alles. Das ist, was mir durch den Kopf geht. Danach fahre ich mit dem Geschäft und sage, ja, du merkst richtig, dass das alles, weil es noch viel ruppiger ist. Das tut dir noch viel mehr weh danach, wenn du damit gefahren bist. Die neuen Geschäfte sind schon viel weicher geworden. Du bist krass. Naja, Wie gesagt, ich bin auch Motorrad und so. Da bin ich einfach so Adrenalin-Junkie wahrscheinlich. Einfach, weil ich einfach sage, boah, je mehr G-Kräfte das hat und je mehr du da einfach durch die Gegend geschleudert wirst, desto besser. Adrenalin ist schon was Geiles, gell? Also ich liebe das auch, aber immer nur so mit Grenze. Wie gesagt, Ja. Freefall Tower, ich glaube, das habe ich schon erzählt, war ich ja so oft drin.
weil wir einfach immer, weil da nichts los war ja an dem Tag generell wegen dem Wetter, und weil wir ja so spät quasi in der Saison da waren, dass ja der Fahrer nachher, ich immer ihm gegenüber saß, weil ich immer denselben Platz genommen habe und der nachher ja nur extra für mich so quasi so, hey, hier, wenn du oben bist, hast schon mit Augen zugefahren. Ich mache auch so ein bisschen, dass du nicht weißt, wann es runtergeht. Geil. Solche Sachen. Und dann hat er ja auch wirklich oben so, von wegen hat noch so ein bisschen gelabert und hat dann so einfach mitten im Satz halt einfach das ganze Ding runtersausen lassen, dass du nicht so einen Countdown hattest. Und das halt mit Augen zu nochmal so extra geil. Geil. Das feiere ich aber auch, wenn es so hier in Bayern so kleinere Feste gibt, wie jetzt zum Beispiel das Herbstfest in Rosenheim oder so, und es nicht so viel los ist, dann kannst du echt auf Fahrgeschäfte gehen, so dass du den, wie nennt man den, Steuermann da, der am Steuer sitzt da hinten, dass du den irgendwie auch richtig noch so Kommentare hinterlassen kannst, so, aber mach's nicht langweilig oder so. Und dann fühlen sie sich richtig angegriffen und dann ballern sie richtig, was die Maschine nur so kann. Genau. Und manchmal stelle ich mich dann trotzdem noch so richtig gelangweilt hin, so ich versuche so auf meine Knie so meine Ellbogen zu tun und so meinen Kopf zu halten damit sie aber merken, so, dass er es auch sieht, damit Ja, er so klar. nochmal extra angespornt wird. Jetzt nochmal. Richtig, genau. Mhm. Und 99% der Zeit funktioniert es dann auch. Und dann ballern sie richtig oder extra lang und so. Und mittlerweile bei den Preisen, also es ist jetzt nicht so teuer, aber jetzt so 3,50, 4 Euro für eine Runde, so für 2-3 Minuten, finde ich schon etwas teuer. Und dann holt man das Maximum raus. Ja, Genau. worüber wir eigentlich heute sprechen werden, sind Ängste und Phobien. Oh, da muss ich mein Buch aufmachen. Ja, Was? Da viel zu viele. darauf wollte ich die ganze Zeit hinaus. Ich dachte, es ist spannend, weil wir haben darüber eigentlich so direkt noch nie gesprochen. Ich hatte schon mal diese Frage des Tages mit Angst schon irgendwie ähnlich, in einer ähnlichen Form. Aber ich dachte, das passt trotzdem perfekt zum Anknüpfen. Kennt ihr denn irgendwelche Phobien? Ja, ich habe es für Abschlussprüfung gelernt. Oh, Man Prüfungsangst. kennt doch wahrscheinlich so ein paar, die fast jeder ist. Arachnophobie, Angst vor Spinnen, Tryptophobie, Angst vor diesen irregulären Mustern mit meistens irgendwelchen Löchern und solche. Das sind doch so zwei der gängigsten, die viele Menschen kennen. Ja. Also ich habe hier eine Liste mit ungefähre Prozentsätze der Weltbevölkerung, die davon betroffen sind. Und ich finde es geil, weil du hast die Nummer 1 und den letzten Punkt Nummer 20 getroffen, Corbinian. Also ist wahrscheinlich Arachnophobie 1 und Tryptophobie ist 20? Richtig. Ah. Stark. Der hat sich vorbereitet, bestimmt. Nein. Habt ihr Angst Du vor hörst nur Spinnen? einfach viel öfter Leute über Spinnen schreien, als über irgendwelche Raufasertapete, weil ihnen das Muster nicht zusagt. Fairer Punkt eigentlich, ja. Habe ich nicht. Ist so. Vor Spinnen hast du keine Angst. Ich habe nur immer Angst, dass unsere Katzen es auffressen. Ist Ja. doch nur Protein. Eben. Ja, aber davor werden sie richtig so. Boah. Da muss ich kurz die eine Geschichte erzählen. Normalerweise ist es so, wir haben ja 2 Katzen, Luna und Ricky. Beide Jungs übrigens, beide sind Kater, aber Luna wurde misgendert in seiner Jugend. Und Aber ist doch der Mond. ja, aber die Luna. Nein, egal. Luna, Mond. Ja, Der Mond. ja. Also passt doch. Der Maskulin. Luna-Mond. Naja, auf jeden Fall, Luna ist so ein richtiger, so klassischer Maine Coon, sage ich jetzt mal. Der ist dumm und verspielt, aber mag ultra gern jagen. Und jedes Mal, wenn wir eine Fliege oder irgendwas in der Wohnung hatten, habe ich ihn immer gehoben, an die Decke hochgehangen und dann hat er komplett Terminator-mäßig Gleich gefangen eigentlich. ja, gefangen, zerfetzt, dies, das. Und normalerweise ist es so, wenn wir Spinnen in der Wohnung haben, ich nehme sie und ich tue sie raus. Weil Spinnen halt. Aber einmal dachte ich mir, nee, jetzt kein Bock, soll die Katze aufräumen. Dann habe ich Luna genommen, habe ihm die Spinne gezeigt und er hat ungelogen halbe Stunde, 3/4 Stunde lang mit dieser armen Spinne gespielt. Also Katzen sind die größten Arschlöcher, die ich jemals so in der Tierwelt erlebt habe. Vielleicht abgesehen von Delfinen. Aber der hat wirklich ihn richtig geklatscht ein paar Mal, solange es gewackelt hat und wo es dann aufgehört hat, sich zu bewegen. Dann war er richtig traurig, dann hat sich daneben gelegt
und hat sich angefangen zu putzen. Dann hat er bemerkt, dass es doch noch ein bisschen wackelt. Dann hat er erstmal so 2 Meter durch die Wohnzimmer so geschleudert und dann hinterher gerannt und dann so noch richtig so Knopffußball mit dem gespielt und dies, das. Und die arme Spinne war die ganze Zeit am Leben und ich fühlte mich so dreckig danach. Der war noch am Leben. Der hat ertrunken in deinem Topf von der Marihuana. Echt? Ja. Die Spinne? Ja, das war die. Ich habe sie auf Marihuana gehoben, Oh, was für ein qualvoller Tod. damit die Spinne eine schöne Ende hat. Ja, wahrscheinlich tagelang gelitten und dann. Oh Mann, jetzt fühle ich mich richtig schlecht deshalb. Naja, aber Katzen sind richtige Wichser, was Jagen angeht. Mhm. Fun Fact: Wissen die wenigsten. Alle denken, Katzen sind Einzelgänger. Das stimmt aber nicht. Aber uns schon. Nee, die sind keine Einzelgänger, die sind Einzeljäger. Aber die gehören immer paarweise oder am besten in Gruppen. Ansonsten werden sie depressiv. So. Arachnophobie. Spinnen. Ungefähr 5% der Weltbevölkerung hat wirklich eine Phobie vor Spinnen. Was denkt ihr, was ist Nummer 2? Also generell, jede Art von Angst gibt es auch eine Phobie dazu. Also es ist wirklich volles Programm. Was denkt ihr? Vor was kann man generell Angst haben? Oder besser, Vor allem, das ist das Schlimme dran. Es gibt Vor Leute, die Wasser. haben Angst vor Wasser. Ja. Und zwar nicht wegen dem Schwimmen, sondern einfach auch die Textur von Wasser. Oder vor Fett oder sowas. Ich bin hier. Die das dann quasi nicht trinken können. Deshalb gibt es ja dieses dicke Wasser, weil die Okay. mit dem Flüssigen nicht klarkommen. Boah. So, ekelhaft. so kaputt bin ich auch nicht. Aber Ja, ich meine, aber deshalb ist es so, das ist schwierig, weil wenn Tryptophobie hatte ich eigentlich höher gedacht, weil du sagst, es ist Platz 20, deshalb bin ich echt am Überlegen, was dazwischen alles sein könnte. Aber tatsächlich, ich habe Wasserphobie. Ich bin, glaube ich, so selten so. Es gibt selten Menschen, die das haben, aber ich habe das seit Kindheit. Ich habe Oh, Xenophobie? Ist das da drauf? Ich suche gerade, aber erzähl mal, Christina, wieso hast du Angst vor Wasser? Ich habe nämlich die Vermutung, du hast keine Phobie, sondern eher eine Traumata. so, ich habe Wasserphobie. So, als ich klein war, bin ich fast im Meer ertrunken aber als ich ganz, ganz klein war und meine Haare mussten gewaschen werden, mir wurde immer so Wasser ins Gesicht, so zum Abwaschen, sag mal so. Kleines Kind und so. Und ich habe es richtig gehasst, wie das Wasser mein Gesicht so anfasst oder wie soll ich sagen, fließt. Oder es war so, Nass gemacht hat. es war so eklig und es war so unangenehm. Und dann auch den Moment mit dem Meer, dass ich fast ertrunken bin. Und seitdem so beim Duschen, es war Quälerei, dass ich mich duschen muss und dass irgendwie ein Tropfen mein Gesicht, also sag mal, fließt. Das war echt immer schlimm. Und bis jetzt so, seitdem ich mit Norbert bin zusammen, und wir oftmals uns jetzt was Privates sagen, duschen zusammen. Wow. Oh nein, was? Paare duschen gemeinsam? Haben wir Wahnsinn. nie was von gehört. Wie privat. Wir waschen uns. Wie Hör in mal einem ihr seid in einem Haushalt und geht gemeinsam ins Bad. Was? Habt ihr sogar noch 2 Waschbecken am Ende in einem Na, Bad? leider nicht, aber in Zukunft. Jetzt verstehe ich, wieso die Menschen 2 Waschbecken wollen. Es ist so geil, weil ein Waschbecken in der Früh ist zu wenig. Es ist zu wenig. Kommt doch an, wie groß das Waschbecken ist. Ja, es bringt trotzdem nicht, weil es nur ein Waschbecken ist. Auf jeden Fall, am Ende des Tages, ich dusche mich oftmals mit Norbert zusammen in einer Duschkabine. Naja, eher selten. Mittlerweile ja, weil ich zu viel arbeite. Ja, und keine Ahnung, zusammen duschen hört sich auch geiler an, als es tatsächlich ist, finde ich. Echt? Ja, man hat wenig Platz, man schlägt mit Ellenbogen den anderen und so und es. Auf jeden Fall. Und da habe ich mich so irgendwie gewöhnt, dass irgendwie Tropfen auf mein Gesicht wegen Norbert kommen, weil er deutlich größer als ich bin. Und wenn er sich wäscht, dann kommen so Tröpfchen raus. Ja, und übrigens, wieso es nie so geil ist, mit dir zu duschen, du duschst nicht im Wasser, sondern in flüssigem Lava, Alter. Das ist ein kochendes Wasser. Feiere ich nicht so. Mir ist immer kalt. Ja, Sogar ich jetzt weiß. ist mir kalt. Hör meine Nase. Ist auch schlimm. Ja, furchtbar.
Auf jeden Fall, das war echt so. Es hat sich natürlich verbessert, aber letztens waren wir so mit Agneta und Norbert so am See. War das See, ja. Ja. Da war so eine Brücke. Quasi von dieser Brücke kannst du in den See springen. Und der Norbert und Agneta haben sich dabei gedacht, Das war keine Brücke, das war ein Steg. ja, So auf, wie nennt man das? ein Steg, glaube ich einfach. Ja. Auf jeden Fall, die haben es so bewegt, dass ich habe dieses Gefühl gehabt, dass ich verliere jetzt meine, so, wie sagt man das auf Deutsch? Dass du ohnmächtig wirst. Ja, und mir ging so schlecht. Ich hab fast angefangen zu schreien. Und Norbert und Agneta haben es halt nicht verstanden, weil die kennen es einfach nicht. Aber manchmal ist echt schlimm. Ja, Wasser ist schon zu feucht, gell? Schon. Und daher, dass ich nicht so gut auch schwimmen kann, dann fühle ich mich echt wie ein Achs im Wasser. Oh Fehl Mann. am Platz. Ja, kann man auch so sagen. Naja, die Axt hat auch nichts im Wasser verloren, deshalb. Irgendwie die Deutschen sagen es doch so, oder? Ich weiß Dass nicht. der In Ungarn Axt sagen versinkt im Wasser ganz einfach, wie ich. In Ungarn sagt man das auch so, dass ich kann so gut schwimmen wie ein Axt. Ja. Ja. Wenn man. Ich habe richtig Angst, in tiefem Wasser zu schwimmen. Oh mein Gott. Da bin ich schon Ich- drauf. Es gibt zwei Varianten davon. Einige Leute, die davor Angst haben, was halt unter sich ist, was da unter sich befinden könnte, während sie im Wasser sind. Und es gibt welche, die einfach vor der endlose Tiefe Schiss haben. Und ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, eher die zweite Variante, weil die Leute, die Höhenangst haben, kann ich nicht relaten zum Beispiel. Also Akrophobie fühle ich gar nicht, weil da hast du zumindest den Punkt, dass da unten was ist. Obwohl das gar nicht da unten ist, wo du es siehst, das ist viel, viel tiefer, aber trotzdem, du siehst zumindest was. Aber beim Wasser, so, keine Ahnung, du bist im Adria, so 20, 30 Meter vom Strand entfernt. Dann denkst du dir, ja, wie tief ist es jetzt hier? Je nach See oder je nach Meer, so 10 Meter, 15 Meter, 100 Meter, so. Und diese Gedanken bei mir, die kommen nach 10 Minuten Schwimmen ungefähr. Und dann muss ich raus oder muss ich zumindest in Richtung Strand zurückschwimmen, weil, ja, keine Ahnung. Ich bin ein Bergmensch. Ich bin ein Bergbauermensch. Wasser ist nicht für mich. Naja. Aber Akrophobie ist tatsächlich auf meiner Liste Nummer 2, also Angst vor Höhen. Mhm. Ungefähr 5% der Weltbevölkerung ist auch davon betroffen. Irgendwie habe ich das Gefühl, 5% von allen Leuten ist immer etwas mit Phobie, aber egal. Immer 5%. Ja, Nummer 3, ich bin gespannt, ob ihr da mitgeht. Klaustrophobie. Mhm. Im Aufzug. Ah, Boah. Platzangst, ja. Mhm. Angst vor engen oder geschlossenen Stimmt. Räumen. Also, wenn ich wirklich mir selbst wehtun will und ich meinen eigenen Tag verkacken will, dann gucke ich Dokus an von diesen... Über Höhlenkletterer. Genau, exakt. Hm? Und über deren Tod und wo sie drin waren und wie sie nicht rauskommen konnten und 3 Tage Rettung und dann krepieren sie da im dunklen, engen Raum. Boah, wenn ich das sehe, ich muss aus dem Raum raus. Echt, ist ganz schlimm. Oder Ganz schlimm. zumindest das Licht anmachen. Aber ich merke es auch mit der Zeit, ich kann irgendwie, so wenn ich mit dir zusammenlebe, wenn wir beide im Badezimmer sind, da fühle ich mich verengt. So fühle ich mich in der Duschkabine. Ja, auf jeden Fall. Und zum Beispiel, da ich im Gesundheitswesen arbeite, muss ich mich immer meine Klamotten wechseln, so Straßenklamotten, spezielle Klamotten. Und da sind so Spinde für Mitarbeiter und die sind halt nacheinander und da hast du ganz wenig Platz. Und meistens unsere Kollegen, wie ich, auch, wir kommen in der gleichen Uhrzeit zur Arbeit. Und dann stellst du dir vor, einfach eine nacheinander und da hast du einfach keinen Platz. Und es macht dich so fertig, diese Enge, dass es mich so richtig triggert. Und wie hast du das früher im Sportunterricht gemacht? Habe ich nie gemacht, Da war mehr Platz. Hast du nie Sport mitgemacht? weil ich durfte keinen Sport machen. Ah, stimmt, da war was. Ja.
hatte immer so einen Zettel, dass Christina Sigur darf nicht Sport machen. Ist vom Sport befreit. Ja, Ich habe meinen Turnbeutel vergessen. auf jeden Fall. Manchmal denkst du dir, oh mein Gott, also als ob als tiefen Inneren was springen würde gleich und sagen, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt von hier gehen, weil es ist viel zu eng. Fühle ich, kenne ich. Kannst du dich noch, Corbini, an Berufsschulzeiten erinnern, Sportunterricht? Wo alle, die keinen Bock auf Sport hatten, gesagt haben, ja, wir machen Yoga und dann haben sie auf der Matte gepennt. Natürlich kann ich mich da noch dran Und das erinnern. ist geil. Ja, das war witzig. Und weil ich immer François im Kopf habe, immer wenn es um Volleyball ging und er sich da richtig reingeworfen hat und über den Boden geflogen ist und sich immer jeden Ball noch angenommen hat, in Hechtsprung. Das ist alles in Erinnerung geblieben. Und dann halt eben die Yoga-Gruppe auf der anderen Seite der Halle, die halt einfach, Gepennt. die saßen halt da. Maximal vielleicht noch im Schneidersitz, damit es wenigstens so aussieht, jetzt wird man irgendwas angebliches Yoga-mäßiges machen. Und die anderen haben einfach frech auf dem Rücken gelegen, hatten die Augen zu, haben gepennt, 2 Stunden. ITler. Also das war so, IT-Berufsschule. Die Deutsche haben Volleyball gespielt. Die deutsche richtige ITler haben auf der Yogamatte gepennt. Und alle Kanaken, also 85%, Haben Fußball gespielt. haben Fußball gespielt, aber auf richtige türkische Liga-Art und Weise. Also, Was habt ihr gemacht? also ich habe 99% der Zeit Fußball gespielt. Und Corbinian? Hast du gepennt? Ich glaube, Nein, ich war nie bei Yoga. Nein. Boah. T- Yoga Das war ist schon nicht ein bisschen Tatsächlich schwul. war. Hä? Yoga ist schon ein bisschen schwul. Na, Yoga. Eigentlich überhaupt nicht, wenn man es halt richtig macht, ist Yoga mega anstrengend. Aber ich hatte, glaube ich, Badminton ist so meins mehr Ja. bei so Hallensport. Das war richtig geile Abwechslung. Wir haben immer Badminton gespielt. Also Federball. Badminton. Ich dachte, Batman. Nee, wir haben schon mehr Badminton als Federball gespielt, aber. Oder Tischtennis. Tischtennis war auch ab und zu. Das finde ich aber auch ein bisschen gay. Und dann gab's ja noch die dann immer sich irgendwie doch mal da den Sportler überreden konnten, in den Kraftraum zu gehen. Stimmt, das war cool. Das war Mhm. cool. Manchmal durften wir da rein ein bisschen trainieren. Ja, durften ein bisschen pumpen. Ja. Waren sogar welche, die das ja wirklich ernst gemacht haben. Ja, eigentlich viele von uns. Und du? Nee. Naja, jetzt sage ich, wenn du jetzt alle, seien wir mal ehrlich, es waren Informatiker-Jahrgänge, reden wir mal davon, dass die wirklich ernsthaft Kraftsport betreiben, ist ein einstelliger Prozentsatz in der gesamten bei den gesamten Schülern gewesen. Sagen wir so, dass 5 Leute haben schon einen 50er Oberarm gemeinsam gehabt haben. Ja, genau. Also wir haben, glaube ich, mit 23 Leuten in der Klasse insgesamt die Muskelmasse eines Bodybuilders so schon gehabt. Ja, waren harte Zeiten. Aber ich finde, Yoga ist dann cool und geil, wenn alle anderen auch Yoga machen und es ernst meinen. Aber wenn du irgendwie Yoga ernst meinst und alle anderen nicht, dann ist es schon ein bisschen cringe, oder? Ja, okay, ja. Das ist, gut, es gibt auch Leute, die machen das jetzt zu Hause alleine, aber es macht wahrscheinlich in der Gruppe mehr Spaß. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe es noch nie gemacht, ich habe keine Referenz dazu, aber ich weiß nicht, was da der Unterschied sein soll, wenn es primär um Atmung geht und um Fokus, wenn da noch 15 andere Leute den gleichen... Na, allein schon, wenn du es in der Gruppe machst, wenn du einen hast, der ein bisschen mehr Ahnung hat und du nicht irgendwie vor dem Fernseher mit dem Smart TV so ein YouTube-Video dir anguckst, weil du dich ja selber nicht verbessern kannst. So, also einfach dieses mehr, also das klingt dir professioneller, weißt du? Dass es einfach dann, weil das ja auch viel mit Form und Dings zu tun hat, weil die komischen Verrenkungen und sowas, da gibt es ja auch verschiedene Varianten und Schwierigkeitsgrade und. Und wenn du das einfach so nach Video machst, kann das halt, denkst du, das überhaupt nicht, das funktioniert ja gar nicht so, wie ich will, aber es liegt ja daran, dass du halt, ein Video kann halt nur das zeigen und wenn du halt einen hast, der dich da so anleitet, ist es halt insgesamt vielleicht mehr ein Zugang für dich da. Ja, sehe ich auch so. Und das ist Weil meine wahrscheinlich Mutter- bei allen Themen so.
hat das viel gemacht und die hatten dann in ihrem Yogakurs hatten ja noch immer so, die sind dann wirklich morgens im Sommer, haben die Sonnengrüße gemacht. Da sind die wirklich vor Sonnenaufgang irgendwie so auf die Wiese, haben die Yogamatten ausgepackt und dann wurden erstmal irgendwie 100 oder was Sonnengrüße gemacht und dann, das ist auch richtig, richtig anstrengend, wenn du das richtig machst, weil du die ja gut ausführen sollst und so. Also es ist, und Yoga klingt immer so nach, Frauensport und voll einfach, das ist nicht ohne. Das glaube ich dir. Mein Ex-Kollege von der alten Arbeit hat auch immer Yoga gemacht und Bouldern. Und er meinte, er war ja ständig Bouldern und er meinte, ja, ich habe im Unterarm richtig Muskelkater, ich kann so richtig schwer tippen und so. Und er so, meine Schläge pro Minute werden immer weniger und so. Absolute Muskelüberanspruch. Ja, also richtiger ITler, weißt du, meine Schläge pro Minute. So, wo sagst du noch einen Satz, wenn nicht in der IT-Abteilung? Naja, und dann hat er das so ein paar Monate gemacht und dann meinte er, ja, ich habe jetzt irgendwie eine Frau kennengelernt und ich war mit der Yoga machen und ich spüre Muskeln, die ich nie gespürt habe. Ich hatte noch nie so Muskelkater. Und dann er meinte, glaube ich, oder so 2 Wochen lang oder so, hat er wirklich überall Muskelkater gehabt. Und dann hat er mit Bouldern komplett aufgehört und hat nur noch Yoga gemacht. Ja, aber der Typ war so 2,30 Meter, sowohl in Länge als auch in Breite, also ein absoluter Schrank. Das war so witzig von ihm vorzustellen, wie er irgendwelche Yoga-Stellungen da macht. Ja, aber wahrscheinlich ist es wirklich so, wie du es gesagt hast, Corbinian, dass wenn du dir eine Fähigkeit selbst aneignest, dass es dann wahrscheinlich bis zu einem gewissen Maßen gut geht und kannst du richtig Fortschritte machen, aber du wirst auf jeden Fall in Barrieren treffen. Und wenn du da wirklich einen Meister hast, der sich damit auskennt oder einen Coach oder irgendwas, dann kann er wirklich helfen, solche Barrieren durchzubrechen und besondere Techniken anzueignen. Das kenne ich von meinem Onkel, der kann mega gut Gitarre spielen und er ist auch jetzt mittlerweile Lehrer im klassischen Gitarrenbereich und er hat auch angefangen, Klavier zu spielen. Und es ist ja im Endeffekt jetzt nicht viel unterschiedlich, sage ich jetzt mal, was Technik angeht und so. Wenn du schon Vorkenntnisse hast, dann hast du es ein Stückchen einfacher. Aber auf jeden Fall war es bei ihm so, er hat alles selbst gemacht und einmal im Quartal hat er 2 oder 4 Stunden einen Klavierlehrer geholt, um einfach die Techniken zu besprechen. Und er hat immer in die Gruppe so seine Aufnahmen geschickt und du hast es wirklich gesehen, wenn er nach diesem Unterricht Aufnahmen gemacht hat, dass es einen wirklich kompletten Unterschied gehabt hat dann. Also es ist richtig, richtig spannend, das Thema. Oder so spannend ist es dann auch nicht. Was denkt ihr, was für Ängste haben wir noch? Ich habe hier ziemlich geile. Agoraphobie, könnt ihr euch noch was sagen, vielleicht? Angst vor weiten oder öffentlichen Plätzen. Etwa 1,7% der Bevölkerung leiden darunter. Finde ich ganz spannend. In der Teenagerzeit hatte ich das auch. Also vielleicht nicht als Phobie, aber ich fühlte mich schon richtig unwohl in so richtig große, offene Räume, Plätze. War nicht so geil. Ich mag eher diese cozy Sachen, auch in was Straßen angeht und so. Also, kann schon richtig scheiße sein eigentlich, oder? So, stell dir mal vor, so zu Hause alles super, gehst du raus und eine breite Straßen oder Autobahn oder irgendwie ein Biergarten oder so kann schon dich triggern. Schon heftig. Was vielleicht alle haben oder alle hatten. Alle. Soziale Phobie. Nee. Wobei soziale Phobie könnten jetzt auch sehr, sehr viele haben, so nach Corona, auch die Teenager, die jetzt in diese Corona-Zeiten aufgewachsen sind. Ist das aber eine Phobie oder ist es einfach dadurch, dass du das quasi, ist etwas, was du nicht in Anführungszeichen gelernt hast, weil einfach es eine Zeit gab, wo einfach du diesen Social Skill, wie man es ja nennt, nicht trainieren konntest, ist es dadurch gleich eine Phobie oder ist es einfach ein fehlendes Wissen? Weil fehlendes Wissen ist ja nicht automatisch eine Angst davor. Da ich weil ist das etwas gelernt habe, ja. die soziale Phobie handelt
sich darum, dass der Mensch hat Angst vom Menschen, einen Kontakt zum Menschen, so einen Kontakt mit einem Mensch zu haben, sage ich mal so, Mhm. und der vermeidet es einfach, wenn er die Möglichkeit dafür hat. Also man hat Angst vor Abweisung Ja, oder richtig. Beurteilung. Ja, richtig. Ja, also ich würde das so sehen, wenn du etwas nicht gelernt hast, dann kannst du es nicht. Wenn du es nicht kannst, dann verstehst du es nicht. Wenn du es nicht verstehst, dann hast du Angst davor. Und wenn es in Extremen geht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es sogar eine Phobie werden kann. Ja, also das, was Also ich ich gerade verstehe Quantenphysik nicht, aber ich habe nicht Angst davor. Ja, aber was wir jetzt zum Beispiel ich und Norbert gesagt haben, stand auch in den Büchern von Psychologie, dass es halt bewiesen ist, dass sowas gibt. Und die Menschen versuchen einfach, den Kontakt zu vermeiden. Einfach von öffentlichen auch so Buße, so Öffentlichkeit einfach. Oder zum Beispiel ich habe nicht Phobie, aber ich habe so Angst, glaube ich, eher. Wenn ich so neue Menschen kennenlerne, ich habe immer so, sei es eine Sprache vielleicht auch, aber ich habe immer so, ich sehe so Härchen oben, die Haare Mhm. oben und da machst du dir immer so Gedanken, habe ich das richtig gesagt? Hoffentlich hat er nicht schlechte Vorstellungen, so der ersten Blick, nicht einen schlechten Blick über mich oder sonst noch was. Vielleicht habe ich einen Scheiße gelabert oder sonst noch was, aber es ist immer so und manchmal denke ich, hätte ich vielleicht das nicht mal angesprochen oder die Person nicht angesprochen, vielleicht hätte ich mich jetzt gar nicht gefühlt, quasi es zu vermeiden. Ich glaube, das ist so ein typisches Flüchtlingsthema, so ein Migrantenthema, weil du kennst die Sprache nicht, du versuchst dich zu integrieren, du versuchst dich anzupassen und gut rüberzukommen und dann hast du Angst vor Kritik und Beurteilung, weil du kannst es noch nicht gut und dann versuchst du dich sehr anzustrengen und wenn du dein Bestes gibst und dich anstrengst und du trotzdem Kritik bekommst, fühlt es sich richtig scheiße an und dann hat man halt Angst davor. Ich hatte das auch in meiner Teenagerzeit. Es war relativ schlimm. Also mit 15 nach Deutschland gekommen, war ja gerade die schlimmste Zeit sozusagen. Ich habe das so überwunden, dass ich die Menschen nicht als Mensch betrachte. Also wenn ich neue Menschen kennenlerne, dann sehe ich sie nicht als Mensch, sondern ich versuche sie ein bisschen so wie Objekte zu betrachten, so wie NPCs in einem Videospiel. Weil dadurch mir sofort dieses Gefühl entfällt. So, oh, was ist, wenn sie mich kritisieren oder was ist, wenn sie einen schlechten Eindruck von mir haben? Weil dann kann es mir egal sein, wenn sie irgendwelche Objekte nur sind. Ich habe keine Angst davor, dass der Stift hier mich beurteilt. Weißt du, was ich meine? Und nur für den ganz am Anfang, bis man nicht über den Smalltalk hinausgeht. Und dann geht's wieder. Dann ist es plötzlich eine echte Person wieder für mich. Aber das ist halt so eine Art Schutzmechanismus, was man benutzen kann dagegen. Finde ich ganz gut, weil wenn du Rede halten musst, kannst du das auch richtig gut benutzen. Also ich musste in der neuen Arbeit im Sommer vor dem ganzen Unternehmen mich vorstellen. So richtig in eine riesige Halle mit Lautsprecher und dann wurde das Mikro in meine Hand gedrückt und dann musste ich aufstehen und ein bisschen Hallo, ich bin der Norbert. ja, musste ein bisschen was über mich erzählen und ich hatte wirklich, das war das Schlimmste, ja. Das lief so 1,5 Stunden und dann waren so 5 oder 6 Leute, ich inklusive, und ich war der Vorletzte. Und das ist ja dann ganz, ganz schlimm, weil du bereitest was vor in deinen Kopf, wie du anfängst, was du sagen wirst und so weiter. Dann kommt die erste Person, da bist du schon gestresst, dann kommt die zweite Person, dann bist du noch mehr gestresst, dann kommt die vierte Person und dann kriegst du einen Blackout. Also ich persönlich hatte da wirklich einen Blackout. Ich konnte mich noch an meinen ersten Satz erinnern. Ich habe das richtig so auf CEO-Basis gemacht, so richtig CEO-Redetechnik halten und so. Habe ich mich bedankt, dass ich das Wort haben kann und dass ich mich geehrt fühle, dass ich hier sein darf. Und dann habe ich über mich was erzählt, so richtig Business-Deutsch, so ja, und zu meiner Person, ja, hier in Bayern, so richtig übertrieben. Und ich konnte mich an nichts mehr erinnern, was ich gesagt habe. Und da musste ich meine Kollegen fragen, die so, habe ich was Scheiße gesagt oder hat das gepasst? Und so, Alter, das war mega gut. Wie oft machst du sowas? Ich wäre so aufgeregt gewesen. Ich so, hey, ich habe gerade in die Hose geschissen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. So war dann das Gespräch zum Schluss. Er ist schon ganz, ganz schlimm.
Übrigens, das nennt man Glossophobie, Angst vor öffentlichen Reden. Und ratet mal, wie viel Prozent der Bevölkerung Angst vor das hat. 5? Nee, das ist utopisch 2. hoch. Achso, oh. 30? 73. Schon nicht ohne. Mhm. Haben Angst, öffentlich zu reden. Okay. Ja, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht. Ich finde das nicht so schlimm. Ich finde, das ist ein Thema, was man lernen kann. Ja, aber das ist halt, viele kommen halt im Alltag nicht in die Situation, deshalb ist es vielleicht das, weil da sind wir wieder bei dem, was du meintest, mit Angst vor dem, was du nicht lernst oder nicht kennst oder dir unbekannt ist, weißt du so, und das ist halt was nicht so eben auf die Gesamtbevölkerung bezogen nicht so viele Menschen trifft, weil es ist halt was anderes, ne, wenn du auf der Couch sitzt und irgendwie mit deiner Freundin über was redest oder irgendwie noch 3 Freunde um dich rum sind oder wenn du halt irgendwie in einem Raum voller dir doch fremder Menschen bist und dir jetzt auf einmal der Fokus auf dir liegt. Ja. Weil das ist es wahrscheinlich primär. Ich finde es halt immer ein bisschen krass, dass Leute sogar bei der eigenen Vorstellungsrunde, so, keine Ahnung, man lernt neue Leute in der Arbeit kennen oder man geht in einen Workshop oder auf eine Schulung oder so und dann bildet man einen Stuhlkreis. Also, das finde ich auch immer so grotesk, so Ü30-jährige Männer bilden einen Stuhlkreis. Fühle ich mich immer so unwohl dabei, Alter. Das ist einfach fehl am Platz. So, wirklich, erwachsene Männer bilden einen Stuhlkreis und machen eine Vorstellungsrunde. Naja, und dann selbst da siehst du Leute, die eigentlich sagen sollen, hallo, ich bin der Norbert, ich bin 35 und ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern. So. Und die sagen, ja, also ich komme aus. Und dann denkst du dir, Alter, wenn du schon dich selbst nicht vorstellen kannst, über dich reden, wo du eigentlich im Klaren sein solltest, wer du bist und Du was solltest du machst. dich erkennen. Hm? Du solltest dich erkennen. Ja, nee, sondern wenn du jetzt über Quantenphysik einen Vortrag halten musst und du keinen Plan von Quantenphysik hast, verstehe ich, dass du Schiss hast. Weil dann wirst du Deshalb sage ich ja, wenn eben du über dich redest, dir sollte ja irgendwas einfallen, weil Exakt. so Exakt. nichts eine gewisse kannst du ja gar nicht sein. Eine gewisse Souveränität soll da schon in der Art und Weise, wie du redest, drin sein. Oder die Leute kennen sich einfach so sehr, also so wenig oder so sehr nicht, dass sie nicht mal über sich selbst im Klaren sind. Weißt du, was ich meine? So. Ach, ich finde. Du meinst, dass sie schon mit der Frage überfordert sind? Ja, so. Sie merken noch, wie sie heißen und wie alt sie sind und die restlichen Fragen, was sie noch beantworten sollten, vergessen sie schon, weil sie so sehr darauf sich fokussiert haben, nicht bei deren Namen und bei Ihren deren Namen nicht Alter zu vergessen. kacken. Ja. Oh. Ja, ist spannend. Könnt ihr so öffentlich reden? Also, Schwierig ich komme bei nicht so mir. oft in die Situation, aber zumindest, wenn es irgendwie, ich kann es ja nur auf dem, was ich jetzt mache, Abteilungsintern oder sowas, habe ich überhaupt kein Problem damit zu reden. Weil reden kann ich viel. Vor allem, wenn du mir ein Thema gibst, wo ich irgendwie Interesse dran habe. Dann rede ich auch, wenn du es überhaupt nicht willst. Wenn du lange mich nicht unterbrichst. Das kennen wir hier. Mhm. Aber du, keine Ahnung, bestes Beispiel, einfach sein, war vielleicht noch, was du mitbekommen hast, als wir hier dieses in der noch Berufsschule Präsentation, weißt du, wo ich dann hier über Packsystem und sonst was, wo wir dieses hatten, wo ich ja dann auch einfach so dieses freie Reden, das, wenn ich von was überzeugt bin, dann habe ich überhaupt keinen Schmerz mit, egal wer da vor mir steht, dann verkaufe ich dir auch Scheiße als Gold. Also auch an die Zuhörer und Zuschauer, das war so in der Berufsschulzeit. Corbinian hat einen Vortrag gehalten oder so eine Präsentation gehalten und der Lehrer musste ihn 3 oder 4 Mal bitten, dass es fertig sein soll. und Corbinian hat weiter erzählt und ja, da gibt es noch eine Frage. Ja, ja, also das ist so und so und so. Und dann sagt der Lehrer, ja, danke Corbinian. Ja, noch eine Frage. Ja, also wenn du es eigentlich so siehst und dann richtig Thema anknüpfen. Ich hab's geliebt. Wirklich, das war genial. Und Corbinian kann richtig gut präsentieren. Richtig, richtig gut. Du verstehst alles da. Das ist echt geil. Aber nur, wenn ich von dem, was ich präsentiere, überzeugt bin. Das hat halt meine Lust an dem Ganzen steigt, eben je mehr engagiert ich in das Thema bin.
Ja, das ist hoffentlich Weil- bei jedem so. Das ist ja genau das, was du hier immer machst, wenn du mir eine Frage stellst, mit der ich nichts anfangen kann, dann ist meine Antwort auch dementsprechend kurz oder halt einfach, keine Ahnung. Ja, also was ist deine Meinung zu Transsexualität? Weißt du, Mhm. du hast jetzt auch so viel Politik eigentlich zurzeit in dir. Man könnte sagen, du hast eine Ampelphobie. Nee, das ist keine Phobie. Ich habe keine Angst vor der Ampel, Norbert. Ich habe eine Hass. starke Ablehnung. Ja, das wollte ich jetzt nicht nehmen. Ich habe eine starke Ablehnung gegen vieles, was die Ampel gemacht hat. Oh, Aber das herrlich. hat sich ja bald erübrigt. Hoffentlich. Ja, damit dann wieder der deutsche Michel sagt, oh, weil das jetzt so nicht gut funktioniert hat, dann wieder GroKo. Yay. Ja, wann ist es? Februar der 24? 29? Angeblich ist es jetzt die Vertrauensfrage ich glaube, im Januar vorgezogen worden, weil Scholz jetzt doch vielleicht auf seine 288 € Rentenerhöhung verzichten will. Ich habe gerade eine ziemliche Verschwörungstheorie raus. Das war nämlich warum er ursprüngliche Datum, weil es gibt 2 Theorien, warum er das gesagt hat. A, weil sie jetzt noch mit der Opposition das Gesetz durchbringen wollen, damit die Aufbewahrungsfrist für bestimmte Unterlagen auf 8 Jahre reduziert wird, was zufälligerweise auch die Cum-Ex-Unterlagen betrifft, ne? Weil dann können sie schreddern noch, bevor er dann seine Immunität verliert. Harte Verschwörungstheorie, weil ich gerade raushaue. Aber das Problem ist, du traust es ihnen mittlerweile zu. Zumindest bin ich jetzt so mittlerweile so abgestumpft dem Ganzen gegenüber, dass ich denen da alles zutraue da oben. Und das andere eben, weil einer durchgerechnet hat, wenn sie das ursprüngliche Datum eingehalten hätten, hätte sich das genau ausgegangen, dass sie eben die 4 Jahre im Bundestag alle gesetzt hätten und dann hätten sie für bis ans Lebensende 288 € mehr für die Pension bekommen. Ganz wichtig. Und das traue ich ihnen auch sofort zu. Ohne mit der Wimper zu zucken. Und zwar allen Oh im Mann. Bundestag. Deshalb habe ich keine Phobie, ich habe eine starke Ablehnung dagegen. Das heißt nicht, dass ich gegen Demokratie bin, aber ich bin sehr enttäuscht in unsere Politiker. Du hast nichts gegen Demokratie, solange es nur von einer Person bestimmt wird. Ja, genau. Die beste Demokratie ist eine gut geführte Diktatur. Da ist was dran eigentlich, oder? Mhm. Also wenn man jetzt so die Geschichte der Menschheit anschaut, wir haben viel länger Anführer gefolgt, als in Demokratie gelebt, oder? Oh, da gehe ich jetzt in ganz fremde Gewässer. Ich glaube, dass heute wollen wir bei Phobien bleiben. Ja, ich hab eine Phobie vor Politik. Ich nicht. Das ist mein Problem. Aber wovor wir alle mal Angst hatten. Ja, Entschuldigung. Na, ich wollte nur sagen, das wissen wir schon, dass Corbinian keine Angst vor Politik hat. Oh, ihr wollt niemals, dass ich wieder so aushole, wenn ihr mir eine Bühne dafür gibt. Da sind wir wieder beim Präsentieren und voll reden. Eigentlich muss ich in der Podcast-Beschreibung zu Corbinian Mr. Politics hineinschreiben. Aber Ich habe vielleicht, zumindest zu vielem eine Meinung. machen wir echt mal so eine Folge, wo Corbinian freien Lauf kriegt, was Oh Gott. Podcast, was Politik angeht. machen wir einen 8-stündigen Hörbuch, so Hörspiel. Kriege ich hin. Kein Problem, Norbert. Ja, Überhaupt das kein glaub Problem. ich Fülle dir. ich dir. Das glaube ich dir sofort aufs Mit Wort. einem One-Take. Ohne Pause. Ohne Cuts. Ohne Cuts, genau. So, mein letzter Punkt. Und ich garantiere es euch, ihr hattet das schon mal. Vielleicht sogar Jetzt bin jetzt ich noch. gespannt. Was denkt ihr? Was? Nyktophobie. Was? Angst vor Dunkelheit. Nyktophobie. Vielleicht mal als Kind, aber Norbert, Eben. du weißt ja, ich schicke euch Fotos, wie ich nachts ohne Licht durch den Wald laufe im Winter. Ja, und was machst du nachts im Winter in der Wald? Vielleicht die anderen Leute haben Angst vor dir. Wer weiß, was du Siehst da machst. Aber das heißt, ich habe im Moment zumindest das, glaube ich, überwunden. Zumindest hier in der Gegend, wo ich bin. Wer weiß, vielleicht mache ich das nicht in jedem Wald. Weiß ich noch nicht. Predator, Corby. Was? Ich habe ja überlegt, dass ich mir für diesen Winter, dass ich mir so eine Öllaterne hole, dass ich dann wenigstens mit der so durch den Wald spaziere. Alter. Ich sag's dir ehrlich, ich habe seit 2,5 oder 3 Jahren so den Traum gehabt,
mal Wildcampen zu gehen, so Skandinavien-Bereich, einfach ein Zelt, allein oder zu zweit, so 1 Woche, 2 Wochen komplett durch mit so 10, 15 Kilometer Wanderungen am Tag und dann im Zelt übernachten. Und dann habe ich so YouTube-Tutorials angeschaut, wie man das am besten plant, wie man anreist, wie man die Hubs einplant, so dass du eine Stadt erreichst für Ausrüstung nachholen, Essen und so weiter, so damit du halt weitergehen kannst. Und dann habe ich diese Videos angeschaut und Leute, die das gemacht haben, dies, das, dies, das. Und dann kam so als vorgeschlagene Videos so Wildcamper nachts die Geräusche hören und sowas. Und dann wie irgendwelche Menschen so in das Zelt von dem Typ reingekommen sind und voll perplex waren und verrückt und irgendwie ein Mensch einfach 5 Meter entfernt von seinem Zelt ihn angeschaut hat und ein echter Mensch und der hat irgendwie Pistole gezogen und hat ihn so angeschrien und was weiß ich und dann ist der weggerannt und solche Sachen, so mitten im Nirgendwo in der USA. Und da dachte ich mir, ja gut, also Wildcampen ist schon geil, aber lieber soll mich ein Bär fangen als irgendwie ein verrückter Typ nachts in der Wald. Und dann hat man nicht direkt Angst vor der Dunkelheit, sondern man hat eher Angst, wer in dieser Vor Dunkelheit den Mitmenschen. ja, von diesen Lizards, wer in dieser Dunkelheit sich befindet. Und deshalb Predator Corvinian, er befindet sich im Dunkeln in der Wald. Siehst du, deshalb bin ich jetzt so fair, dass ich dieses Jahr einfach wenigstens eine Laterne mit mir rumschleppe. Was eigentlich auch total spooky ist, wenn du überlegst, wenn ich diese Öllampen, kennst du ja noch, ne, mit dem. Ja, klar. So anders. Aber warum auch immer ist das gerade so das, wo ich überlegt habe, das brauche ich unbedingt. Oh Mann. Weil ich habe ja auch eine Kopflampe, aber das ist zu modern. Lieber so oldschool. Und dann siehst du einfach nur so aus der Ferne, siehst du einfach nur so ein Licht durch zwischen den Bäumen sich so bewegen. Weil der hat ja auch nicht viel Strahlweite. Du kannst dich wahrscheinlich nicht relaten, weil du keine Angst im Dunkeln hast, aber eher in deine Richtung, Christina, die Frage. Was ist mehr gruselig, wenn du eine Kopflampe hast und du immer im Stockdunkeln nur das siehst, wo du deinen Kopf hindrehst, oder wenn du jetzt so eine Art Öllampe hast, wo du es in der Hand hin und her deine Lichtquelle bewegen kannst? Da ich Angst vor Dunkelheit habe, kann ich euch das nicht sagen. War das für mich schlimm? Also ich sag dir ehrlich, ich war schon ein paar Mal nachts alleine wandern, so zum Sonnenaufgang anschauen. Und bei den ersten Malen kam bei mir diese Phobie plötzlich. Also ich hatte dann richtig Schiss im Dunkeln, weil du bist komplett allein, so zwar natürlich auf einem richtigen Bergwanderungsweg und was weiß ich, aber keine Sau ist halt da. Wer ist schon Samstag auf Sonntagnacht so 2:30 Uhr unterwegs da? So am Waldrand, am Bergrand. Niemand. Und dann hatte ich Kopflampe an, bin gelaufen, dies, das und dann hörst du ja überall die Geräusche. Überall. Und du hast nicht unbedingt Angst vor dem Dunkeln, also nicht vor der Dunkelheit, sondern was könnte da in dieser Dunkelheit jetzt sein? Weil, ja gut, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es irgendein Viech war oder was weiß ich. Aber ich muss ehrlich sagen, ich musste die ganze Zeit nach hinten gucken, hinter mir schauen. Verfolgt mich jemand. Das war schon heftig, das war richtig Adrenalin pur. Also hat richtig gut getan. Und danach hatte ich Jumpscare meines Lebens. Also das müsst ihr mal so vorstellen, ihr geht gute 20 Minuten richtig steil bergauf, so auf Schotterweg und auf Asphaltweg. Corbinian, übrigens, die Strecke hast du auch mal mit mir mitgemacht. Und dann biegst du so rechts ab, da ist eine Alm, so relativ unten, und dann kommt eine Riesenwiese, wo du quasi quer durchläufst, Richtung Wald und bergauf dann. Und ich war mitten in der Nacht auf diese riesige Wiese und bin durchgelaufen und ich bin kurz stehen geblieben, um was zu trinken. Im Stockdunkeln, mitten auf der Wiese, wirklich keinerlei Lichtquelle. So nichts, wirklich, als ob du blind wärst. Und auf einmal hörst du direkt neben deinem Kopf so ein Geräusch, so ein Ich hab aufgeschrien. So hinter meinem Kopf, direkt hinter mir. Ja, was ein Pferd. Das war ein scheiß Pferd, Alter. Das war ein scheiß Pferd und ich hab in die Hose fast geschissen. Wirklich, das war so gruselig. Weil du hast es nicht mal gehört. Du hast nicht gehört, dass das Pferd sich bewegt hat oder sonst noch was. Das heißt,
entweder war er die ganze Zeit hinter mir oder ich war zu abgelenkt oder der ist richtig an mich herangeschlichen, weil dachte sich, Alter, welcher Esel ist jetzt da? Und ich habe mich so erschrocken und das Pferd hat sich auch erschrocken von mir. Ja, war heftig. Oh, das wäre aber hätte auch richtig gefährlich werden können. Weil ein Pferd, wenn es Angst hat, fängt ja auch an zu treten. Und wenn du nicht siehst, wo das Pferd hintritt. Ja, wenn's wobei dich er war auch einfach- face-to-face zu mir. Also, ja, aber Ja, aber ne, eigentlich, ja, hatte ich aber auch mal sowas bei meinen Nachtexkursionen, aber anders. Weil ich das ja meistens, warum auch immer mache, wenn es ultra viel schneit. Dass du richtig schön durch 50 Zentimeter oder mehr Schnee noch dann warten musst. Weil das habe ich auch gemacht. Und wenn du dann halt auch eben, und damals hatte ich noch keine Kopflampe, sondern hatte ich nur meine gammelige irgendwie so Fahrradtaschenlampe, weißt du, so für die ich normalerweise von einem Fahrrad einen Lenker mache. Also hatte ich auch nur den Lichtkegel nach vorne und bin halt auch die ganze Zeit einen Waldweg lang, weil ich das ja nicht auf freiem Feld mache, sondern ich gehe natürlich auch gleich noch in den Wald bei sowas. Und da waren nämlich auch die ganze Zeit so Tiergeräusche. Du hast auch immer so Knacken im Unterholz gehört oder irgendwie gemerkt, da läuft gerade irgendwas, wo du es aber nicht siehst. Hörst du was weglaufen oder so. Ja, und das hattest du die ganze Zeit. Und dann ist, weil es geschneit hat, von oben Schnee so abgegangen von Ästen und einfach so direkt in meinen Nacken gefallen. oh mein Gott. So, also weil es ja lautlos ist. Und wenn du das hat mich halt auch richtig gerissen, weil du das ja so gemerkt hast und du spürst, da ist was. Du hast vorher diese Geräusche die ganze Zeit gehabt und du denkst halt, was ist denn, also was ist das? Da hat es mich dann auch gut gerissen. Einfach. Wahrscheinlich Eichhörnchen. Weil halt einfach lautlos so Schnee einfach von den Ästen rutscht und dir einfach dich so im Nacken trifft. Kennt ihr dieses fiktive Lebewesen Skinwalker? Also die Theorie ist das, Corbinian verbessert mich, wenn ich was inhaltlich Falsches sage, aber Skinwalker können quasi anhand deines DNA und dein persönliches Gegenstand von dir deine Gestalt aufnehmen. Das war's. Ja, aber was hat das jetzt mit dem Schnee zu tun? Naja, stell dir vor, so ein Skinwalker ist auf dem Baum, auf dem Ast, Alter, und ach, und da hatte ich quasi einmal so kurz am Nacken gestreichelt und dann ist er wieder verschwunden in der Dunkelheit und dann auf einmal oder der auf wollte einmal auf rufen dich dich am springen. nächsten Morgen Leute an und sagen, oh, was war denn gestern mit dir los? Warum standst du denn vor meinem Fenster? Naja, oder jetzt stell dir vor, du warst so nachts wandern, am nächsten Tag stehst du in der Früh auf und dann findest du dein Geldbeutel in irgendeinem weißen Tuch eingewickelt vor deinem Eingangstür. Das heißt, der Skinwalker hat dich gefangen. Genau. Nee, das ist schon gruselig. Schon gruselige Geschichte. Solche Storys höre ich mir doch die ganze Zeit an. Das ist dieses mit SCPs, was ich letzte Folge gesagt habe. Ah, geil. Ich sag dir mal kurz, weil ihr überhaupt nicht so kennt. SCP steht einfach nur für Secure, Contain, Protect. Nein, Secure, Contain, Protect. Das sind einfach nummerierte SCPs und da ist immer irgendwie, das sind so eigentlich auch fiktive Wesen, Gegenstände, sonst was, die immer irgendwelche abnormalen Eigenschaften haben und aber je nachdem, in welcher Kategorie sie sich befinden, immer auch eine Gefahr oder so sind. Und da sind halt eben auch solche Wesen dabei. Da sind dann auch so Sachen, die in deine Haut gehen können oder sowas. Oder noch viel schlimmere Sachen. Und dann ist es immer so, gibt es halt immer so die Geschichten darum. Also es ist so geschrieben wie dass es halt diese Agentur gibt, die SCP Foundation, die halt dafür die Menschheit vor diesen Gegenständen oder diesen Wesen schützt und versucht, die halt eben im Zaum zu halten. Und ich finde das immer super zum Einschlafen, solche Geschichten. Wenn du dann irgendwie vom Yolman hörst, dass irgendwie so ein Wesen ist, was in der Nacht, dass das über Familien überfällt und die Kinder entführt und die Eltern umbringt. Und du merkst es immer, dass der Yolman, der kündigt sich dadurch an, dass er ein paar Tage vorher immer am Waldrand steht und dein Haus beobachtet und du siehst ihn auch immer. Und irgendwann, und das ist so das erste Zeichen, dass er deine Familie auserkoren hat. Und irgendwann auf einmal Aber wo steht der Jorman, wenn ich Isarstadt 5. Stock wohne? Also.
Isar vorstellt? Immer noch. Ja, hallo, der ist magisch. Der packt dich nachher in deinen Sack rein und dann schneidest du nämlich, nähst du aus alten Kinderhäuten und Knochen, machst du Spielzeug, was er dann manchen Kindern dann doch da lässt und so. Das ist richtig, das wird richtig strange. Aber ich finde das irgendwie super. Das ist der abgefuckte Nikolaus. Ja, so ein bisschen. Das hat sowas von Krampus. Ah, stimmt. Mehr, finde ich. Weil er ja irgendwie ganz selten die Kinder belohnt, aber die meisten werden halt verschwinden halt in seinem in seinem Sack, der in eine andere Dimension oder irgend sowas führt und die werden nie wieder gesehen. Wunderbar. Und, klasse. Finde ich super. Wirklich geil. Im Moment ist die Playliste nämlich offen. Im Moment bin ich irgendwie, glaube ich, bei SCP-604 im Moment. Okay, neues Format. Wir werden eine Folge machen, wo du die besten 2 solcher Lebewesen raushaust. Die besten 2, oha. Oder für dich die interessantesten 2. Vielleicht wird es spannend sein. Ein bisschen ist halt so, wenn du sowas haben willst, geht also in die Richtung Cryptids, heißt es, glaube ich, auf Englisch und sowas mit. Kennst du Mothman und solche Sachen? Diese Bigfoot ist auch ein SCP, so gesehen. Also gibt's auch eine Geschichte über Bigfoot und sowas und dass der ja eigentlich gar nicht alleine, lauter solche Sachen, wie gesagt, auch solche Sachen sind da auch mit drin. Das teilweise basieren die halt auf solchen irgendwie Volksmärchen und solchen Sachen. Diese SCPs, aber so eine Geschichte drumherum halt geschrieben wird, als wäre das halt was Echtes, was Gefährliches oder sonst was, wo halt die Menschheit vor geschützt werden muss. Und dann, wie man sie davor schützen kann man sie überhaupt davor schützen und. Geil. Es gibt dazu Kategorien und sowas. Also aber das können wir mal machen. Bei ich finde das sehr unterhaltsam. Glaube ich, genau das, was Rockstar Games in seinen Spielen dargestellt hat. Also diese Cutscenes und diese Encounters, was Rockstar Games so in GTA 5 reingetan hat und in Red Dead Redemption 2. Ich glaube das über Bigfoot. Und in diesem Sinne. Ich glaube an diese Aufnahmen von früher, die man auf YouTube findet, wo er einfach so rumschlendert, zufällig vor der Kamera, so extra noch stehen bleibt, kurz in die Kamera guckt und so. Ja, finde ich auch geil. So 2009 Bigfoot-Aufnahmen. Genau, noch, ich glaube, egal, ja. Gut, das war eine witzige Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bekommt keine Phobie von uns. Oder von meiner Verabschiedung. Willst du eigentlich noch schnell die anderen raushauen? Einfach nur vom Namen her? Ich kann mal so machen wie bei Patreon. So, vielen Dank für unsere Supporter. Und dann rast du schnell noch so eine Liste durch. Ja. Trypanophobie, Angst vor Nadeln oder Injektion. Aviophobie, Angst vor dem Fliegen. Ophidiophobie, Angst vor Schlangen. Astrophobie, Angst vor Donner und Blitz. Angst vor Sternen, dachte ich. Emetophobie, Angst vor Erbrechen. Mysophobie, Angst vor Keimen und Schmutz, sehr bekannt. Agoraphobie hatten wir. Thanatophobie, Angst vor dem Tod oder dem Sterben. Ist das warum du mir das bei Christina angesprochen hast am Anfang mit so, interessant, dass du? Stimmt, darauf habe ich gar keinen Bezug genommen. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Dann hatten wir Glossophobie, dann Hydrophobie. Christina, Wasser? Angst vor Wasser. Dann Atychiphobie. Atychiphobie. Angst vor dem Versagen. Das könnte ich haben. Hämatophobie. Das musst du kennen, Christina. Vor Blut. Ja, Angst vor Blut. Siderodromophobie. Das hat kein einziger Deutscher. Angst vor Zügen oder Bahnreisen. Pädiophobie. Da habe ich Angst vor, aber aus anderen Gründen. Pädiophobie. Angst vor Puppen. Und Trypophobie. Angst vor engen Löchern. Das hast du als letztes gelassen als Kirsche vom Torte. Ja, aber Angst vor kleinen, engen Löchern. Das ist die Beschreibung. Ja. Wieso denkt ihr so pervers? Ja, weil du so geschaut hast. Neuer Folgentitel, enge Löcher, oder? Okay. Angst vor engen Löchern. Yeah. Oh, okay, hör mal auf. Es wird gottlos. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Blickwinkel Chaos für diese Woche.
Folgt uns auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube. Bewertet uns bitte auf euren Podcast-Plattformen, auf Spotify bitte 5 Sterne. 5 Sterben geben. 5 Sterne geben. 5-mal Sterben geben und dann uns folgen. Wir wären sehr dankbar dafür. Ihr könnt auch auf Spotify kommentieren. Gerne mal da einen Kommentar hinterlassen oder @blickwinkelchaos. Nein, was? Ich kann nicht mal unsere Mailadresse. blickwinkelchaos@concept-smarton.de. Gerne Feedback, Fragen oder sonst noch Wünsche mitgeben. Bleibt gesund. Das war Blickwinkelchaos für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.